Servus Leute und willkommen auf der Bikestage 2025, unserer virtuellen Fahrradmesse. Heute zu Gast Radon zusammen mit dem Leo und der Leo hat uns das neue Jab mitgebracht. Leo, sag doch mal was dazu. Genau, wir haben ja das neue Jab. Ihr kennt das schon, das alte war das Jab MX. Jetzt haben wir das Jab komplett 29 Zoll. Ein bisschen veränderter Hinterbau, dass das große Rad reinpasst und es wird 2 Modelle geben. Leo, bevor du weitermachst, ihr habt wahrscheinlich in dem Zuge, dass ihr auf 29 umgesattelt habt, komplett auch den Federweg ein bisschen reduziert, korrekt? Genau, wir haben jetzt 160 mm an der Front und 150 mm am Heck. Okay, habt ihr sonst noch ein bisschen was verändert? Wie sieht es mit der Geometrie aus? Im Zuge der Umstellung quasi auf 29 Zoll haben wir den Hinterbau leicht verändert. Das Rad kommt wieder mit einem einstellbaren Steuersatz. Wir haben wieder verstellbare Lagerschalen. Wird ausgeliefert mit 65,1 Grad und kann um 0,8 Grad quasi eingestellt werden auf 64,3. Okay, also kann man sich im Endeffekt dann aussuchen, ob man es ein bisschen aggressiver haben will von der Geometrie oder weniger aggressiv. Genau. Leo, geometrieseitig, hat sich da auch ein bisschen was geändert bei euch? Genau, und zwar haben wir ein kleines bisschen Anpassungen durch das größere Hinterrad. Vom Reach her haben wir in der M eine 455, in der L eine 479 und der XL eine 504. Und die Kettenstreben sind auf 445 mm gewachsen jetzt. Okay. Ansonsten, wie viele Modelle gibt es von dem Fahrrad? Genau, jetzt werden 2 Modelle zur Verfügung stehen ab dem Release-Datum. Einmal das Jab 9.0 und einmal das Jab 10.0. Hier haben wir das Jab 10.0, die Top-Ausstattung quasi, wird mit einem kompletten Shimano XT Drivetrain kommen und mit einer Fox Factory-Ausstattung. Okay, sehr interessant. Wichtig für unsere Zuschauer ist dabei natürlich, was kostet das Ganze? Die Modelle gehen los bei dem 9.0 ab 3.599 € und das Topmodell, was hier steht, das 10.0 ab 4.199 €. Okay, das ist ein ziemlich fairer Preispunkt. Ab wann wird das Fahrrad denn erhältlich sein? Das Rad wird am 4.4. Released und ab dann auch sofort im Online-Shop erhältlich. Und übrigens, das Einstiegsmodell kommt mit einem RockShox-Fahrwerk, Select Plus und einem kompletten SRAM-Antrieb mit der GX-Gruppe. Wie seid ihr denn drauf gekommen? Also ich meine, ihr habt ja vorher das MX-Modell gehabt, ihr habt ja auch ein Rennteam, das Enduro-Racing-Team. Steigt das Team jetzt auch um auf 29? Genau, was viele nicht wissen, im Rennteam sind halt vorher die Jungs auch schon auf 29 Zoll gefahren. Das haben wir nicht öffentlich kommuniziert, haben da einfach getestet. Vorher viel, auch im Renneinsatz haben wir das Rad so als komplett 29er zur Verfügung gehabt und sind das ein ganzes Jahr lang gefahren und hat sich einfach durchgesetzt und irgendwie bewährt im Rennen und jetzt kann man es auch genauso kaufen. Okay, also im Endeffekt hat der Kunde auch ein bisschen was davon, dass ihr im Rennbetrieb die Fahrräder erprobt und testet. Genau, absolut. 29 Zoll ist einfach fürs Rennfahren ein kleines bisschen besser als Mallet. Das Mallet ist verspielter. Und das ist einfach die bessere Option für Racer. Und überrollt einfach auch besser Hindernisse. Absolut. Ja. So, ihr Racer, ihr seid im Endeffekt auf einem 29er unterwegs und das MX, also sozusagen das alte Modell, gibt es aber weiterhin, korrekt? Genau, es gibt weiterhin 2 Plattformen. Einmal das MX und dann einmal das 29 Zoll, was einfach ein bisschen mehr Performance bietet. Genau. Ja, also im Endeffekt ein MX, ein bisschen verspielter, auf den Trails unterwegs sein, ohne irgendwie Zeitdruck. Genau, und das 29er einfach ein bisschen mehr die Race-Maschine. Okay. Leo, was mir auch noch aufgefallen ist, ihr habt auch ein Case unten im Rahmen, also ihr könnt da unten im Endeffekt Tools und Werkzeug unterbringen. Genau, wir haben, wie beim Vorgängermodell, haben wir das übernommen. Wir haben unten ein Verstaufach, kann man mit einem einfachen Drehverschluss öffnen, könnt ihr Riegel, Tools, Schläuche, alles mögliche verstauen. Ja. Perfekter Schwerpunkt, einfach zugänglich, cooles Feature. Tipptopp. So, das waren alle Informationen zum neuen Jab in 29. Leo, ich danke dir vielmals für die Bike-Präsentation. Gerne. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten lasst bitte ein Like da und ein Abo für den Kanal. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Jahr oder im nächsten Video. Leo, ich danke dir vielmals. Gerne. Danke euch.